Die Stars von mittendrin Flughafen Frankfurt. Wer sind ihre Helden aus der beliebten Flughafenserie? Das Publikum hat entschieden. Über wen möchten sie mehr erfahren? Wer bekommt den Titel mittendrin All-Star? Und diese Helden standen zur Auswahl. Bitteschön. Einer der letzten MD-11-Piloten, Kapitän Fokodoyen. Steffen Meilinger, Flugzeugschlepper und Fan von Kickers Offenbach. Christoph Friedl von der Airport Security. Notfallsanitäterin Fabienne Kraft und Bastian Haas von der Feuerwehr. Sie haben entschieden, wir produzieren. Aha. Wir präsentieren Ihre Top 3 für das Jahr 2021. Heute Platz 1. Spezialauftrag für diese MD-11 und die Piloten Fokodoyen und Simon Holderried. Sie sollen 1 Million Rosen abholen aus Nairobi. Für Kapitän Fokodoyen sind Flüge in Kenias Hauptstadt persönlich die wichtigsten. You have control. Take off. Der Idsteiner hat dort seit 15 Jahren eine Lebensaufgabe. Cargo H96 identified, contact 166 3625 Regelmäßig lässt sich der Familienvater für diese Flüge einteilen. Schon 400 Mal ist er in Nairobi gelandet. Ja, Nairobi ist tatsächlich mein Lieblingsziel. Das hängt damit zusammen, dass ich dort mit Kollegen und mit deutschen Ärzten eine Hilfsorganisation gegründet habe, Cargo Human Care. Und wir betreiben ein Waisenheim für 120 Kinder zusammen mit der anglikanischen Kirche und eine Medizinstation. Und es liegt mir sehr am Herzen und deswegen bin ich sehr oft da, um eben auch vor Ort zu schauen, dass alles gut läuft. Und das will er auch diesmal. Er nimmt uns mit auf seine wichtige Mission. 7 Stunden sind sie jetzt unterwegs. An Bord Motoren und Karosserieteile für ein deutsches Autowerk. Ein Frachtflugticket hat auch ein spezieller Gast. Herrchen ist schon in Nairobi. Tiere transportieren sie oft, erzählt Fokodoyen. Pro Jahr 14.000 Hunde und 2.000 Pferde. Ein Fluggast bleibt unvergessen. Das war mal ein Nashorn, was tatsächlich aus Frankfurt, aus dem Frankfurter Zoo nach Afrika geflogen wurde. Ja, also es wurde dann von uns über Nairobi nach Johannesburg gebracht. Ich bin dann von Nairobi nach Johannesburg geflogen und hatte dieses Nashorn dabei. Und es ist dann in Südafrika tatsächlich ausgewildert worden in einem Nationalpark und wurde auch von 2 Tierbegleitern begleitet, weil ja, so ein Nashorn, das hat halt schon ordentlich Gewalt. Es war in einer sehr stabilen Kiste, war dann auch sediert, aber da waren Tierbegleiter dabei, die dann noch mal ganz gut aufgepasst haben. Geht man aber auch schon mal nach hinten, oder? Guckt, oder? Ja, das schaut man sich dann schon mal an. Das ist ganz klar. 5 Stunden später über Afrika. Die gestrichelte Linie auf dem Radar ist die von der Flugsicherung vorgegebene Route. Sie fliegen aber 2 Meilen daneben. Die Flugsicherung hier in Afrika ist in den letzten Jahren doch deutlich besser geworden und mittlerweile auch, muss man sagen, auch auf einem guten Stand, aber noch nicht auf dem Stand, wie wir es in Europa und in Amerika erleben. Und deswegen einfach nochmal so von unserer Seite diese Maßnahme, um einfach ein Stück sicherer noch zu sein. Vertrauen ist gut, Abstand halten besser. Könnte ja sein, dass ein Flieger zu nahe kommt. Die MD-11 ist eine Frachtmaschine. Service an Bord gibt es nicht. Frischen Kaffee kochen die Piloten selbst. Der fließt hier literweise. Die meisten Flüge nach Nairobi sind nachts. Das Schönste jedes Mal, der Sonnenaufgang über Afrika, sagt Fokodoyen und funkt mit der Flugsicherung von Nairobi. Nairobi, good morning, Lufthansa Cargo 8296 Heavy. We're passing 275 to sending level 200. Lufthansa Cargo 8296 Heavy, good morning. In 40 Minuten wollen sie landen.
Unter ihnen der See Naivasha. Er versorgt die riesigen Rosenfarmen mit Wasser. Die Rosenfarmen, die sehen wir gleich, die sind auf der Südseite des Sees. Wenn wir jetzt ein bisschen näher kommen, dann sieht man, dass da riesige Flächen überdacht sind von Gewächshäusern. Hier wachsen Milliarden Rosen für den Export nach Europa. Approaching minimum. Minimum. Continue. Anflug auf Jomo Kenyatta, so heißt der Flughafen in Nairobi. 30, 20, 10. Spoilers deployed. Nach der Landung müssen die Piloten die Triebwerke sofort ausschalten. Das Vorfeld besteht aus Pflastersteinen. Das sei weltweit einmalig, sagt Fokodoyen. Nicht jeder Stein sitzt fest. Die Triebwerke könnten sie ansaugen oder in die Luft schleudern. Zu gefährlich für Material und Mensch. Deshalb übernehmen Flugzeugschlepper die letzten Meter bis zur Parkposition an die Frachthallen. Und die nächste Crew, die uns jetzt ablöst, ist auch schon da. Die steigen jetzt ein und fliegen dann weiter nach Johannesburg. Parking-Checklist bitte. Parking, Xera Lights, all off except Logo and Map. Sofort beginnt die Bodencrew mit der Arbeit. Maschinen für Nairobi raus aus dem Flieger, Blumen für Johannesburg rein. Und noch 50 Tonnen Sprit. Nach einer Stunde ist die MD-11 wieder startklar. Nairobi. 4 Millionen Menschen leben hier. Die meisten in Armut. Jeder Zweite hat keine Arbeit, erzählt Fokodoyen. Bei seiner ersten Landung vor 30 Jahren ist er fasziniert von dem Land und der Herzenswärme der Bevölkerung. Es sind schon die Menschen und es ist das Gefühl, hier richtig viel bewegen zu können für Menschen, die ansonsten, das muss man wirklich sagen, die ansonsten keine Chance hätten. Die Waisenkinder, die aus ganz bitterarmen Verhältnissen kommen, deren Eltern sehr oft an HIV gestorben sind, beziehungsweise die Mütter sind an HIV gestorben und sehr viele Väter übernehmen nicht die Verantwortung. Und für die jetzt eine Zukunft zu schaffen, also eine Schulbildung, ein sicheres Zuhause und später auch eine Berufsausbildung, das ist schon etwas, was mich auch treibt. Und wir möchten auch wirklich nachhaltig arbeiten und das können wir garantieren. 2007 gründet er mit Kollegen und Ärzten die Hilfsorganisation Cargo Human Care. Sie helfen armen Familien und unterstützen ein Waisenheim mit einer Schule und einer Arztpraxis. Also direkt hier, das Gebäude ist das Medical Center, direkt an der Straße. Und dahinter, von hier aus gesehen, das Waisenheim. Mother's Mercy Home ist nur wenige Kilometer von der Stadt entfernt. Der Deutsche wird schon erwartet. Die Kinder wissen, Fokodoyen kommt nie mit leeren Händen. Auch heute hat er wieder 3 volle Koffer dabei. Das kommt gut an bei den Kindern. Auch bei Vanessa. Die haben wir als Spende bekommen in Deutschland. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir alles Mögliche an Kleidung sammeln würden und das bergeweise herbringen. Das bringt den Markt durcheinander, das wollen wir nicht. Charles, we have also more shoes here. Yes. And we have Zahnpasta und Bürsten haben sie mitgebracht, auch neue Schuhe und Pullis. Die sind heiß begehrt, vor allem bei Frauen. 120 Kinder leben in diesem Waisenheim. Auch Vanessa. Über ihr junges Leben ist bisher wenig bekannt. Sie lag eines Morgens vor dem Eingangstor, erzählt Pflegeschwester Lea. Vermutlich haben ihre Eltern sie dort abgelegt. Die 2-Jährige spricht nicht. Den Namen Vanessa haben sie ihr gegeben. Solche Schicksale tragen viele Kinder, sagt Schwester Mother Lea. Das Heim soll ihnen Halt und Lebensfreude geben, sie auf ein selbstständiges Leben vorbereiten. Die meisten haben ihre Eltern verloren durch Unfälle, Hunger oder AIDS. Andere wurden abgegeben, weil die Familien sie nicht mehr ernähren können.
Bildung und gutes Sozialverhalten sind wichtig fürs Überleben in Kenia, sagen die Schwestern und unterrichten die Kinder und Jugendlichen auch in diesen Disziplinen. Der Hausmeister zeigt Fokodoyen die neuen Unterrichtsräume. Er hat sie gebaut mit Spenden von Cargo Human Care. Look very good. 2 classrooms for the children when they come home to do their homework. Every evening in the classrooms. Yeah. Hi, how are you? Nice to see you. Sorry. Hi, Joseph. How are you? Ja. Good. So oft es geht, besucht Fokodoyen das Heim. Sie mögen den großen, weißen Mann aus Hessen. Ja, die kennen mich alle. Es ist dann natürlich nicht schön, wenn ich nicht jeden beim Namen kenne, aber bei 120 Kindern fällt das schwer. Wie berührt Sie das denn hier alles? Immer wieder aufs Neue berührt mich das sehr. Ich fühle mich hier zu Hause und sehe eigentlich bei jedem Besuch, dass es gewachsen ist und dass mehr entstanden ist. Und ja, das geht mir wirklich unter die Haut. Seine Hilfsorganisation lebt von Spenden und Patenschaften. 40 € pro Monat reichen für ein Kind und ein besseres Leben mit Schule und Ausbildung. Ich bin in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen in Norddeutschland auf einem Bauernhof und habe das Glück gehabt, dadurch, dass ich Pilot geworden bin, einen sehr guten Job zu bekommen und auch ein gutes Auskommen. Und dann ist es schön, wenn man auch etwas zurückgeben kann. Und das Gefühl habe ich hier. Ich kann hier etwas zurückgeben an Menschen, die benachteiligt sind, denen es nicht gut geht. Auf seinen Flügen nach Nairobi lernt er 2004 John kennen. Der 10-Jährige hat einen Herzklappenfehler. Für eine Operation fehlt der Familie das Geld. Fokodoyen wohnt in Idstein. Auf dem Weihnachtsmarkt sammelt er Spenden für John. Dann fliegt er zurück nach Kenia. John kann operiert werden. 3 Jahre später gründet Fokodoyen seinen gemeinnützigen Verein für ein sicheres Zuhause, wo Kinder wie Kinder leben können. Mother's Mercy Home bietet auch eine Medizinstation. 50 deutsche Ärzte sind hier regelmäßig im Einsatz, ehrenamtlich, wie Thomas Berger. Ich bin Kinderarzt und komme aus Frankfurt und bin eigentlich schon retired, but not tired, wie mein Freund Karaoke sozusagen pflegt. Und ja, seit 5 Jahren habe ich keine Praxis mehr und verbringe aber einen Großteil meiner Zeit in Kenia, also 3 Monate fast, wenn ich das pro Jahr. Aber das läuft so ganz gut und bringt ganz viel Spaß. Und ich denke, das ist ja das, was wir noch haben, so an Erfahrungen, die wir weitergeben können. Und das geht gut. 20 Kinder wollen heute in seine Sprechstunde. Neben 2 Behandlungsräumen gibt es noch ein Labor und eine Apotheke. Die Medikamente kommen aus Deutschland. Spenden. Die meisten Kinder haben Hautprobleme. Die 2- bis 18-Jährigen sind nicht unterernährt. Aber in der Nachbarschaft ist die Lage viel schlechter, erzählt der Kinderarzt. Fokodoyen muss weiter. Er will noch eine Familie in einem Armenviertel besuchen. Rund um Nairobi sind die größten Slums Afrikas. Kein Wasser, kein Strom. Hunderttausende leben in dieser Armut. Esther ist Sozialarbeiterin bei Cargo Human Care und kümmert sich um Familien, die in Not sind. The other side of hapa. Tunaweza ingililia hapo. Hapa. Jetzt hier? Yes. Hapa tu. Okay. Ein Lederfußball, den wünschen sich die Kinder schon lange. Doch dafür ist kein Geld da. Ein Ball geformt aus Müll muss reichen. Die Mutter dieser Kinder ist bei einem Unfall gestorben. Der Vater ist arbeitslos. Die Großen gehen in die 7. und 9. Klasse. Rechtsanwalt, Pilot und Arzt wollen sie werden, erzählen sie Fokodoyen. Doch das sind Träume. Sie können sich noch nicht einmal Wasser leisten. Ja. Ihr Überleben sichert dieser Gemüseacker. Die Ernte war in diesem Jahr sehr schlecht, sagt der Vater und zeigt Fokodoyen die Küche. Okay. Ja. Sie kochen über offenem Feuer. Der Rauch kann nur durch die Ritzen abziehen. Gefährlich, gibt der Vater zu.
Das Wohnzimmer. Hier schlafen sie auch. Esther hat Schuhe mitgebracht. Sie wird sich weiter um die Jungs kümmern. Eine Patenschaft könnte den Kindern helfen. Sie hätten eine Chance auf Bildung und Zukunft. Raus aus der Armut. Fogodoyen muss wieder zurück zum Flughafen. Er hat noch viele Pläne. Ein Altenheim und eine Trinkwasseranlage möchte er noch bauen. Es gibt noch viel zu tun in Kenia. Nairobi ist einer der wichtigsten Frachtflughäfen in Afrika. Der weltweite Export von Rosen, Obst und Gemüse boomt. Die wichtigste Einnahmequelle für Kenia. Und sie sichert Arbeitsplätze. Die Bodencrew nutzt jede Ecke im Frachtflieger nach Frankfurt für Rosen und Obst. Der Zeitplan stimmt. Nach 2 Stunden ist die Maschine voll. In Frachtmaschinen sind Piloten auch für die Sicherheit außerhalb des Cockpits verantwortlich. In Passagiermaschinen übernehmen das die Flugbegleiter. So, Türen zu, Galley gesichert, umgestellt, Abflug. Take off. In 2 Wochen wird Fogodoyen wieder nach Nairobi fliegen. Natürlich mit Spenden hin und Rosen zurück. Ja. Frachtflüge sind Teamarbeit. Der Co-Pilot fliegt, der Kapitän kocht. Ihr seid ja Selbstversorger an Bord, ne? Ja, wir sind Selbstversorger und jetzt so eine halbe Stunde nach dem Start ist es Zeit für frischen Kaffee. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, Fliegt ihr denn mehr nachts? Ach, das ist auf Langstrecke so, dass man rund um die Uhr fliegt und da gehen natürlich viele Flüge durch die Nacht. Jetzt sind wir morgens um 5 Lokalzeit gestartet und es wird schon langsam hell draußen. Das heißt, der größte Teil des Fluges wird jetzt tatsächlich im Hellen stattfinden, heute Nacht. Aber wir fliegen natürlich auch viel durch die Nacht. Und je nachdem, wie man oder wie der Körper gerade Jetlag-mäßig drauf ist, ist es mehr oder weniger anstrengend. 5 Stunden später. Sonnenaufgang über dem Mittelmeer. Vorbei an Italien, Richtung Frankfurt. Kaum steht der Flieger, beginnt die Bodencrew mit dem Entladen der sensiblen Fracht. Die Rosen müssen schnell in ein Kühlhaus. Dort warten schon die Lastwagen für den Weitertransport nach England, Frankreich oder quer durch Deutschland zu den Blumenhändlern. Fogodoyen und sein Kollege haben Feierabend. Fogodoyen ist fast jede Woche unterwegs. Diesmal mit seinem Lieblingsflieger, beklebt mit 24 Kinderfüßen und dem Motto Step by Step. Kindern eine Zukunft geben. Diese MD-11 ist eine fliegende Botschafterin von seiner Hilfsorganisation. Doch die besten Jahre des Fliegers sind vorbei. Die MD-11 wird ausgemustert und verabschiedet sich in den Flugzeugruhestand. Damit hat die Botschafterin ihren Dienst getan, der heute mit der letzten Landung in Frankfurt endet. Mit dem Flieger verbindet mich sehr viel. Es war unser
größter Botschafter für mein Projekt Cargo Human Care. Und jetzt geht er weg, sehr bald. Das tut ein bisschen weh. Ja. Ich bin sowieso sehr emotional, wenn es um die MD-11 geht und bei dem Flieger ganz besonders. Und ja, das ist schon jetzt auch ein besonderer Tag. Seit 2015 flog die MD-11 durch die Welt und machte auf die Hilfsorganisation aufmerksam. Doch die Airline unterstützt auch weiterhin ihren Kapitän und seine Mission. Das ist die neue Botschafterin, eine moderne 777-Frachtmaschine. Diesmal schmücken Gesichter den Flieger, Kinder aus dem Heim in Nairobi. Richtig gut aus. Eine Idee von Franka Doyen, Fokos Ehefrau. Sie lieferte die Vorlage für die Klebefolien. Ich habe das gemalt, ja. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Was hat Sie da inspiriert? Ich bin ja schon oft mit in Afrika gewesen und die Kinder, die inspirieren einen einfach. Die strahlen auch diese Freude aus, die hoffentlich das Bild auch ausstrahlt. Und das wollte ich alles damit rüberbringen, dass die Leute auch sehen, es lohnt sich für die Freude, für die Kinder zu spenden. Mal da machen. Ich hätte gar nicht erwartet, dass es jetzt eine Fortsetzung findet mit diesem Flieger. Gerade in dieser Zeit wird dieses Zeichen gesetzt und Geld in die Hand genommen und damit auch dokumentiert, dass Lufthansa Cargo eben sehr deutlich hinter diesem Projekt steht. Und das freut mich ganz besonders. Ist sehr, sehr wichtig und es ist mit Sicherheit für viele Jahre ein toller Botschafter für Cargo Human Care. Auch deshalb, weil er in Rente muss. Mit 65 Jahren ist Schluss im Cockpit. So sind die Regeln. Am Freitag geht es nach Südamerika. Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil das eine Tour ist mit vielen Lecks, mit vielen Landungen. Aber es fällt schon schwer. Man hat überall das Gefühl, ja, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass du hier in New York bist, das letzte Mal in Chicago und vielleicht das letzte Mal in Buenos Aires. Fällt schwer. Trotzdem viel Spaß bei deinen letzten Flügen. Happy Landing. Und danke. Dankeschön. Danke. Yes. Ja. Little dusty. 2 Monate später. Kapitän Foko Doyen startet zu seiner letzten und wohl schwersten Dienstreise. Ja, also nach fast 23 Jahren MD-11-Fliegerei ist das jetzt heute mein letzter Abflug vor der Rente. Und das gebe ich gerne ehrlich zu, das ist schon etwas, was mich emotional sehr berührt. Und ja, das Leben wird sich ändern, das geht weiter, ist klar, aber mit völlig anderen Prioritäten. Und ich bin sehr, sehr gern geflogen. Es war mein Leben oder ist mein Leben. Und jetzt geht's zu Ende. Nicht das Leben geht zu Ende, aber die Fliegerei. Für Piloten fast das Gleiche. Markus Schwarz und Michael Schwinn begleiten ihn. Es sind nicht nur Kapitänskollegen, sondern es sind auch Freunde. Und insofern ist es etwas, was natürlich ganz toll ist, jetzt für mich auf dem letzten Flug, diese beiden Männer dabei zu haben. Kapitän Doyen durfte seine Wunschcrew selbst zusammenstellen für seinen Abschiedsflug. Die meisten Flüge hatte er mit Michael Schwinn. Was zeichnet Foko aus? Sehr sympathischer Freund seit vielen Jahren, sehr zuverlässig, immer für einen da, ganz einfach, ganz prima Freund. Also ich bin ganz happy, ihn als guten Freund zu haben. Große Ehre für mich. Es ist jetzt ohne despektierlich zu sein, Chef, aber es ist schon fast so ein väterliches Verhältnis. Und als ich relativ jung hier zur Cargo gekommen bin, da war es dann schon so, dass man zu Männern wie Foko und auch Michi aufsehen konnte. Und ich bin auch aufgrund von den beiden mit reingeschlittert, um dann mehr Aufgaben zu übernehmen. Zum letzten Mal fährt Foko Doyen mit dem Crewbus über den Flughafen. Für den 64-Jährigen schon jetzt ein Abschied. So, da ist ein letztes Flugzeug. 42 Jahre saß er im Cockpit, 23 davon im Frachtflieger MD-11. Die vielen schönen Erinnerungen, heute sind sie alle da. Kollege Michael Schwinn hat nächstes Jahr
seinen letzten Flug. Amerika, Asien, Afrika, Katar, Australien, Neuseeland. Er hat viel von der Welt gesehen. Fokodoyen war Flottenchef. Er war für die 400 MD-11-Piloten verantwortlich. So. 22.800 Stunden saß er im Cockpit. Die meiste Zeit in seinem Lieblingsflieger. Als ich mich da zum ersten Mal in einem Flieger dann in den Sitz gesetzt habe, habe ich so aus Spaß gesagt, hier werde ich mal pensioniert. Und dann haben sie alle gelacht. Und ich habe selber nicht dran geglaubt. Aber man sieht, das Flugzeug hat mich begleitet und fasziniert. Und es gab keinen Grund, hier wegzugehen. Ich bin das Ding halt immer sehr gern geflogen. Trotz aller Emotionen, er bleibt Profi und beginnt mit den Flugvorbereitungen. Im Frachtraum Maschinen, Medikamente und 3 Hunde. Routine. Fokodoyen ist oft Sonderfracht geflogen, Rennwagen, Pferde und sogar ein Nashorn. Alles mit der 11, so nennen die Piloten den Flieger. So, jetzt geht's zum Outside-Check. Was fasziniert ihn denn so an dieser Maschine? Es ist halt optisch, allein schon optisch ein wunderbares Flugzeug. Und letztendlich auch der letzte dreimotorige Flieger, den es noch gibt. Er ist auf einem Bauernhof in Holte aufgewachsen, ein Dorf in Ostfriesland. Weit und breit nur Kühe und Acker. Landwirtschaft war nicht sein Ding. Flugzeuge faszinieren ihn. Der Friese will ins Cockpit. Ja, also die Entscheidung war eigentlich die, dass ich Flugingenieur geworden bin. Nach dem Ingenieurstudium bin ich zur Lufthansa gekommen und zum Flugingenieur ausgebildet worden. 1978 war das, also schon ein paar Jahre her. 10 Jahre später wird er Pilot, steuert die Boeing 747, damals das größte Passagierflugzeug der Welt. Nach 8 Jahren wechselt er als Kapitän zur Cargoflotte. Seitdem fliegt er MD-11, jetzt zum letzten Mal. Ich hätte meine Familie gerne noch mal dabei gehabt, aber durch Corona geht das natürlich alles gar nicht. Es ist schade, sehr schade. Ich bin froh, jetzt einfach mit 2 Kollegen zu fliegen, die ich sehr schätze, die ich gut kenne. Und wir werden Spaß haben. Seine Familie plant eine Überraschung bei seiner Rückkehr in 3 Tagen. So, genug geplaudert. Herr Kapitän muss ins Cockpit. Er ist immer pünktlich abgehoben. Das soll auch heute so sein, bei seinem letzten Start in Frankfurt. Der Tower funkt mit Kapitän Markus Schwarz. Wollen wir die 1,8 oder die 5? Auswählen für den nächsten Tag. Fokodoyen darf fehlen, sagt der Tower. Von welcher Startbahn möchte er noch einmal abheben? Die 1,8, die Startbahn West. Sein halbes Fliegerleben ist er dort gestartet. Im Cockpit Kapitän Markus Schwarz und Kapitän Michael Schwinn. Sie teilen sich den Hin- und Rückflug. Für Fokodoyen ein Flug in einen neuen Lebensabschnitt. Das Leben wird komplett anders werden. Ja, ich hab da natürlich gewisse Zweifel, wie dieser Übergang wirklich sein wird. Aber ich habe keine Sorge, dass mir die Decke auf den Kopf fällt. Ich habe mit Cargo Human Care ein sehr, sehr schönes und befriedigendes Projekt. Und das werde ich mit Sicherheit mit der gleichen Intensität wie bisher auch weiter betreiben. Und eigentlich möchte ich da noch mal heftig Gas geben und mich da noch ein bisschen mehr engagieren. Und auch regelmäßig nach Kenia fliegen. Dann aber eben als Passagier. Doch vorher fliegt er noch einmal persönlich nach Amerika, Atlanta. Das ist Nordwest, nach Aule. Kommt das noch nicht, ja? Danke. Flug LH8172 ist startklar. Macht's gut. Tschüss. Die Piloten sind ready for pushback. Techniker Klaus Bönning hat viele Flüge für Fokodoyen abgefertigt. Dass er heute dabei ist, Ehrensache.
21 Jahre alt ist dieser Flieger. Die MD-11-Flotte wird auch bald in den Ruhestand geschickt, ersetzt durch moderne Frachter von Boeing. Dass dies kein gewöhnlicher Abflug ist, spürt Fokodoyen. Das ist für ihn der letzte Pushback in Frankfurt. Engine 1 start. I had a dream that someday I would just fly away. Der Kapitän startet die 3 Triebwerke. I couldn't stay. Für den Kollegen noch einen Pilotengruß. November 18, Lufthansa Cargo 8172. Right side is clear. Left side is clear. Right turn, straight out. Straight out. Hunderte Male ist er diesen Weg lang gerollt. Mit seinem Lieblingsflieger. Hotel 772, bad departing at the 11, lining up on it. Ready? Take off. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away, away. Bis Atlanta fliegen sie 8 Stunden. Die will Fokodoyen so lange wie möglich im Cockpit sitzen. So schnell wird er seinen Platz nicht räumen. Autopilot 1 is on. Aber morgen muss er das Cockpit verlassen, auf seinem allerletzten Flug zurück nach Frankfurt. 8 Stunden Nachtflug liegt vor ihnen. Wie immer, mit viel Kaffee. An Bord Routine. Der Flug unspektakulär. Nur eine Gewitterwolke lag auf der Route. Ist der Hesse souverän ausgewichen. 9 right, clear to land. Lufthansa Cargo 8172. Pünktlich erreichen sie Atlanta. Minimum. Continue. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Für Fokodoyen seine letzte Landung in Amerika. Das weiß hier übrigens fast jeder auf dem Flughafen. Look at this. It's like Christmas. Oh yeah. Now I know what's going on. Yeah. Die Flughafenfeuerwehr steht bereit, begrüßt den zukünftigen Rentner mit Ehren, einem Wasserbogen und wünscht alles Gute. Nice welcome. Männer. Great show here in Georgia. Ihr Hotel ist mitten in der City. Einen Stadtbummel wollen sie machen und ein dickes, saftiges Steak essen. Auf dem Programm steht auch eine Tour zu den Sehenswürdigkeiten, wie das Geburtshaus von Martin Luther King, der weltweit bekannte Pastor und Bürgerrechtler. Dann ist die Zeit in Atlanta auch schon wieder vorbei. Und Fokodoyen sitzt wieder im Cockpit, zum letzten Mal. Er hat unruhig geschlafen, gibt er zu. Das Ende seines Pilotenlebens, für ihn ein Auf und Ab der Gefühle. Yes, we are ready for pushback and engine start. The park brake is released. Parking brake is released. We're going to start engine. We're going to start pushback. An Bord ist wieder sein Wunschteam. Die Flugkapitäne Markus Schwarz und Michael Schwinn. Left side is clear. On hand signal received. Normalerweise hat der Frachtflug die Nummer LH8175, doch heute heißt der Flieger
Foco One. Good morning. Foco One is approaching taxiway Romeo 6. Heute darf die ganze Welt wissen, der Ostfriese Foco hat seinen letzten Flug. Atlanta ist der größte Flughafen der Welt mit 5 Start- und Landebahnen. Foco One reicht eine. Ready? Take off. Okay, heading to 50. Das war der letzte Start für den Kapitän. Noch einmal steuert der 64-Jährige eine MD-11 in den Abendhimmel. Jede Minute will er jetzt im Cockpit genießen. In 8 Stunden sind 42 Jahre Fliegerei vorbei. Vier Stunden später. Das war sein zweites Zuhause. Ein Leben über den Wolken. Ich habe irgendwie die ganze Zeit noch nicht realisiert, dass es jetzt wirklich das letzte Mal ist und dass jetzt praktisch der letzte Flug bevorsteht. Jetzt befinden wir uns gerade mitten über dem Atlantik, die Sonne gerade aufgegangen. Wir haben vor 20 Minuten 30 West passiert und es ist noch knapp 3 Stunden bis zur Landung. Das ist schon irgendwas, was noch nicht so ganz angekommen ist bei mir. Gebe ich ganz ehrlich zu. Wahrscheinlich realisiere ich es in den nächsten Tagen, dass es jetzt nicht wieder in 3-4 Tagen losgeht auf die Reise mit der MD-11. Aber so ist es und muss mich damit irgendwie arrangieren. Es fällt mir schwer, gebe ich gerne zu. 19 MD-11-Frachtmaschinen waren für seinen Arbeitgeber im Einsatz. Fukudoyen ist sie alle geflogen. 4 der alten Flieger besitzt der Konzern noch. Die Maschine heute erinnert ihn an seine Anfangsjahre als Cargopilot. Und genau zu der Zeit, als dieses Flugzeug gebaut wurde, war ich zur Umschulung auf die MD-11 im Simulatortraining in Long Beach. Und wir konnten quasi die Entstehung dieses Flugzeugs, die Charlie Delta, miterleben in der Werft. Das ist toll. Und jetzt mache ich meinen allerletzten Flug mit dem Flieger. Noch 3 Stunden bis Frankfurt. Wie geht's dem Fliegerherz? Die Emotionen, ja, die werden jetzt so langsam mit zunehmender Entfernung oder mit zunehmender Annäherung an den Zielflughafen, die werden steigen. Auf jeden Fall toll, was ich hier erlebt habe bei Cargo und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Die emotionalste Landung seines Lebens liegt vor ihm. 42 Jahre hat er seinen Traum gelebt. Noch einmal darf er über Idstein fliegen. Hier wohnt er. Ja, das ist Idstein. Genehmigt von der Verkehrskontrolle mit Abschiedsgruß. Foco One, dann wünsche ich noch natürlich einen guten Ruhestand von der Belegschaft. Und weiter geht's dann mit Tower 11878. Macht's gut. Foco One, vielen Dank. Und wann war der letzte gute Zeit? Ja, schön, macht's gut. Fukudoyen darf nicht mehr funken. Er ist schon mit dem Landeanflug beschäftigt. Kollege Michael Schwinn muss die Glückwünsche entgegennehmen. Das ist eine ganz dünne Schicht, ne? Aber Foco One, clear to land. Die Landeerlaubnis vom Tower. Continue. Frankfurt voraus, Tempo drosseln, dann startet er. Der Countdown 100, in den Ruhestand. 50, 40, 30, 20, 10. It looks like this is it. This is it. Very nice landing. Weiter geht's von 1 to 18, 5, alles Gute dann noch von der DMS.
Der Tower wünscht alles Gute. Auch die Follow-Me-Fahrer sagen Danke, Foko. Eine extra Eskorte für den Kapitän. Eine Ehre nur für Kapitäne auf ihrer letzten Dienstreise. Piloten melden sich per Funk. Ja, Foko, hier ist der Elbo. Ich wünsche dir alles Gute für den letzten Flug. Elbo, danke. Und noch eine Überraschung. Diesmal aus dem Handy von Kollege Markus Schwinn. Oh, Männer. Oh. Die Filmmusik von Star Wars, erschienen 1977 zur gleichen Zeit, als Foko Doyen seine Fliegerkarriere startet. Mission Foko One ist hiermit offiziell beendet. Cool. Immer wieder ein Vergnügen bei uns. Vielen Dank. Ein kenianischer Gruß, wo sonst die Flugdaten stehen. Hakuna Matata, frei übersetzt, bleib cool, Foko. Last Engine Shutdown. Zack. Zum letzten Mal das Triebwerk abgeschaltet. My Dream Team. Danke, dass wir dabei sein durften. Ah, ja. Komm, jetzt stellen wir uns da gemeinsam dahin. Drauf. Seine Familie. Seine Kollegen. Seine Ehefrau, Franka. Ja. Oh. Nimmt einen schon mit. Sein letzter Flug. Mit Leib und Seele war er immer dabei. Mein Foko. Die sind doch wohl für. Die werden doch wohl für meine Frau sein. Mit ihm hat er jahrelang ein Büro geteilt. Kollege Dirk Vogel, Flottenchef der modernen Boeing-Frachter. Fokos Tochter Kim. Sein jüngster Sohn Till. Sohn Lutz. Mit Ehefrau Alexandra. Beide sind auch Piloten. Franka und Foko haben sich vor 38 Jahren in einer Boeing über den Wolken von Amman kennengelernt. Sie war Flugbegleiterin, er Flugingenieur. Du bist jetzt ein letztes Mal als Foko One nach Hause gekommen. Danke für alles, Foko. Sogar der Personalvorstand aus Hamburg ist angereist. Von uns ein riesiges Dankeschön und ein ganz riesiges alles Gute für die Zukunft. Kein Jetlag, keine Nachtflüge, kein Pilotenleben. Was macht er jetzt mit seiner vielen Freizeit? Sohn Lutz hat da schon eine Idee. Wir haben nächstes Jahr einen Garten umzubauen, da kann er dann helfen. Viel tragen und Gartenarbeit, und Rasenmähen. Hat er zu tun. Wir werden ihn beschäftigen. Ja. Eins ist sicher, Foko wird noch intensiver für sein Hilfsprojekt arbeiten. Cargo Human Care ist sein Lebenswerk. Die Airline wird ihn dabei auch weiterhin unterstützen. Ihren Rentner, ihren außergewöhnlichen Ex-Kapitän. War ein bisschen viel. Und ich glaube, da brauche ich ein paar Tage, bis ich das verarbeitet habe. And I had a dream that someday I would just fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away. Oh.